Hallo, wir sind's wieder, die zwei Stooges von Piranha Bytes. Willkommen bei Piranha Bytes Becken TV. Nein, Piranha Becken TV, genau. Das fängt schon gut an, ne? Schon versemmelt. Schon versemmelt. Ja gut, okay. Wir hatten das Forum durchforstet und die Community nach Fragen, die ihr an uns habt. Und was haben wir da entdeckt? Wir haben Konzepte. Fragen gesehen. Ja. Ich hatte eine Diskussion verfolgt bei einigen Sachen, die wir das letzte Mal angeregt haben, die aber vielleicht nicht so einfach zu verstehen sind, wenn man sie in 2 Sätzen erklärt. Darum haben wir uns gedacht, wir machen das mal ausführlicher an der Stelle. Das Thema ist, Extreme sind gut, beziehungsweise schmeißt Piranha Bytes einfach wahllos ihre Konzepte weg, nur weil irgendwer irgendwas sagt. Nein, natürlich nicht. Darum würden wir euch gerne einmal erläutern, wie genau Konzepte bei uns ich bin immer noch total durch. Ne? Das macht ja nichts. Super. Erstellt wegen werden. dem Preis und, halt. Wir sind ja noch verwirrt, weil es ist irgendwie, wir können das gar nicht fassen. Ne? Ja, das ist sehr schön. Wahnsinn. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es geht Vision und Projektmanagement und Planung ist das Thema. Und da geht es halt darum, wie entstehen Konzepte überhaupt bei so einem Computerspiel, wie wir sie machen und wie genau geht man daran. Allen voran muss erstmal geklärt werden, was für eine Vision dieses Spiel haben soll. Das heißt also, die Vision von dem Spiel formuliert erstmal, was ist es denn überhaupt? Ja, und wo wollen wir hin? Damals bei Gothic 1 hieß es irgendwie, wir wollen das geilste Spiel machen, was es jemals gegeben hat. Und das war so der Plan. Und es sollte ein Rollenspiel sein und irgendwas mit Charakteren und Third Person und so. Und diese ganzen Spielinhalte, die kamen erst später dann dazu. Es war ein bisschen chaotischer, als es heutzutage läuft. Ja, es war auch irgendwie immer die Frage nach dem Unique Feature. Das heißt also, was ist denn überhaupt das Besondere an dem Spiel im Vergleich zu anderen Titeln? Ja, wenn man jetzt sagt, man macht ein Rollenspiel, grenzt es ja schon mal ein, okay, ja, dann wir machen Open World, dann grenzt es schon mal ein und man kommt dann so in die Ecke, okay, man muss sich erstmal mit anderen vergleichen und dann, was ist das Besondere an dem Spiel? Ja, da hatten wir halt irgendwie gesagt, das Unique Feature von Gothic soll sein, die AI, dann sollte es mal sein irgendwie, wir hatten nicht mal Dialoge drin am Anfang, sondern nur so einen Daumen, wo man nach oben oder unten zeigt. Ne? Ja, ne? Also man konnte gar keine Dialogzahlen auswählen oder sowas, sondern tatsächlich nur einen Daumen irgendwie, dass man Ja oder Nein sagt. So, das war so ein Konzept, das war so eine Vision davon, von einfachen Gameplay, deswegen hatten wir auch eine Tastensteuerung, weil es halt irgendwie sehr leicht und zugänglich sein soll. Auch für Leute, die jetzt mit dem Gamepad spielen und so. Deswegen gab es immer diese Tastenkombinationen. Und die Maussteuerung, die ist erst später reingewandert. Das heißt, so eine Vision und so ein Spielding kann sich auch ändern über die ganze Zeit. Was auf jeden Fall ganz wichtig war. Ja? Und das mit dem Daumen ist ja total innovativ. Heutzutage ist das gang und gäbe, ne? Du meinst, ach so, ja, bei Social Media. Ja, das stimmt. Ja, gut. Aber ich meine, für so ein Spiel, Rollenspiel, ist das ja eigentlich unsinnig. Ne? Man macht ja irgendwie doch ein bisschen mehr Dialoge rein und man möchte ja auch ein bisschen mehr tatsächlich dann auch Inhalte vermitteln. Ich bin auch nicht unglücklich, dass das geändert wurde. Ja, dann ist das ist die interessante Frage, was ist denn die Vision? Also hatte ich gerade versucht zu erläutern. Und was beeinflusst die Vision? Also wir werden sehr viel beeinflusst von anderen Medien, wie zum Beispiel Herr der Ringe, ja, Filme, Bücher, andere Computerspiele, Witcher, Mass Effect, selbstverständlich die Bethesda-Spiele, Fallout, ne, Skyrim, solche Dinge. Outcast, richtig. Dune, der Wüstenplanet, fand ich auch sehr cool. Genau, gut, jetzt speziell auf Elex gemünzt, dann geht's um Setting. Da waren auch sehr viele Einflüsse da, ne? Das muss man auch mal voneinander trennen, welches Setting man wählt, welche Story man erzählen will oder einfach, was für ein Spiel man machen möchte. So. Und es geht ja um Konzepte im Grunde genommen erstmal. Ja? Korrekt. So, und dann steht da noch die Frage im Raum, was steht dann zuerst da? Die Ressourcen oder die Idee? Meistens die Idee, man hat weniger Ressourcen, als man eigentlich umsetzen möchte. Was sind Ressourcen? Ressourcen sind die Leute, die Computer, der Platz, die Miete, die Zeit, die man bekommt, ja, bis man fertig sein muss. Das heißt, also alles zusammentragen und gucken, was kann man überhaupt schaffen in der Zeit. So, ne? Also wie viel Kohle kriegt man zusammen? Entweder eigenes Geld oder halt, wenn man mit einem Publisher zusammenarbeitet. Und dann kriegt man so ungefähr eine Idee davon, wenn man anfängt, die Sachen zusammenzutragen, was am Ende dabei rauskommen darf. Gut, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt seit
20 Jahren ungefähr solche Spiele machen und wir machen immer sehr ähnliche Spiele. Das heißt also, wir wissen schon ungefähr, wie groß der Batzen an Arbeit und Ressourcen sein muss, den wir dann da verbraten dürfen. Und dann hat man so eine Idee, wie groß das sein darf und wie die Zeitplanung ungefähr aussieht, so ganz grob. Dann ist aber immer noch wichtig, erstmal die Vision ans Team zu vermitteln. Ja, das heißt, das Ding muss Bock machen. Das Mojo muss da rein irgendwie. Am Ende des Tages muss das Spiel Spaß machen und das heißt, die Vision muss erstmal kommuniziert werden. Das heißt, was das Design Department sich in den kranken Hirnen ausgedacht hat, natürlich auch durch Einflüsse aus der Community und sonstigen Leuten, die schlauen Menschen, die Marktanalyse betrieben haben, was jetzt noch irgendwie für Gameplay-Ideen draußen rumkursieren, die gerne benutzt werden. Es gab sehr viel kontroverse Diskussionen, zum Beispiel über die Minimap, ja, ob wir die einbauen sollen oder nicht. Das ist so ein konkretes Beispiel. Die ist heute Usus, ja, bei vielen Spielen. Das heißt, die wird benutzt. Und viele Leute wollten die in unseren Spielen zum Beispiel gar nicht haben. Ja, welches Konzept verfolgt man jetzt? Was will man da ganz genau? Will man die Komfortsache machen, die jetzt so, dass das Spiel leicht zugänglich ist? Oder möchte man halt, nee, das stört mich aber irgendwie, das zieht mich irgendwie aus dem Spiel raus, da ist die Immersion flöten. Und dann sagt man, okay, wir bauen es zwar ein, aber wir machen es optional. Das heißt, man kann es an- und abstellen. Wir haben ja sogar irgendwie 2 Kompromisse sogar. Wir haben jetzt ein Radar eingebaut anstelle einer Minimap irgendwie, weil es besser zum Konzept passte. Und diesen Radar, den kann man benutzen oder man kann ihn eben abschalten, wenn man keinen Bock darauf hat. So, wie sind wir auf die Idee gekommen? Warum haben wir da keine Minimap? Viele Leute vermissen die Minimap mittlerweile. Ne? Das heißt, dass man tatsächlich da auch sehen kann, wo die Häuser sind und so weiter. Ja, wie kommt das? Es passte halt zum Adjutor. Es passte dazu, dass wir mehr die Leute in die Welt ziehen wollten. Es passte dazu, dass viele unserer Fans, unserer Kunden, die Minimap generell nicht mögen. Ja? Das heißt also, da gucken, wo genau man ist, das zieht einen irgendwie raus, solche Dinge, ne? Dass man den Pöppeln hinterherjagen kann, dass man eigentlich, also die Königsdisziplin davon ist, man stellt irgendwo einen NPC in die Welt und tut ihm ein Ausrufezeichen über den Kopf. Das zieht dann ja komplett raus aus der Immersion. Das ist immer so eine Minimax-Aufgabe, die man lösen muss. Wie viel von dem, was die einen möchten, tut man rein und wie viel tut man dann den anderen an, wenn man es dann einbaut und nicht optional macht. Ja? Aus solchen Gründen, wenn man das für ein Spiel mal ausprobiert hat, wie zum Beispiel jetzt Elex hatte jetzt diesen Radar, ist es trotzdem in einer neuen Konzeptphase so ein Feature wieder, steht schon wieder zur Diskussion, ja. Vielleicht macht die Minimap das nächste Mal mehr Sinn, vielleicht macht sie weniger Sinn, das weiß man nicht, das muss man im Team diskutieren. Das heißt, einer der wichtigen Schritte in der Konzeptphase ist, dass sich die verschiedenen, also dass sich erstmal das Designteam zusammensetzt oder der Projektleiter mit den verschiedenen Bereichsleitern und denen eine Vision vermittelt und dass dann natürlich auch verschiedene Meetings stattfinden, in denen die unterschiedlichen Teammitglieder sich unterhalten und eine möglichst gleiche Vision von dem Spiel bekommen, was gemacht werden soll, damit jeder ein Bild davon hat, wo es hingehen soll und was die anderen gerade machen und am besten auch, was sie selber jetzt zu tun haben. Ja, und ihr macht euch alle kein Bild davon, wie viele Leute wirklich eine Meinung dazu haben. Also du fragst 5 Leute zu einem ganz konkreten Thema, zur Minimap, und dann kriegst du 15 Meinungen. Also das heißt, sie sind sich selber nicht so ganz einig, fangen an zu streiten und so weiter. Und dann fängt man an, irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Aber wenn man es dann immer nur allen recht macht, dann sind die Kanten weg. Also das ist auch schwierig jetzt irgendwie zu erläutern, was ich damit meine. Aber es ist halt irgendwie so der Charakter von so einem Spiel. Kann drunter leiden, wenn man zu sehr es den Leuten versucht recht zu machen. Also allen recht zu machen irgendwie. Natürlich ist der Kunde König. Das heißt also, was in der Community steht, ist meistens auch so. Ja, aber da muss man halt schon so eine Mehrheitsentscheidung irgendwie ein bisschen gelten lassen. Das heißt, wie viele Leute wollen tatsächlich jetzt die Minimap, wie viel wollen sie nicht? Und dann muss man halt gucken, ob man einen Kompromiss fährt. Im Falle von der Minimap ist es ja so, dass man es ja an- und abschalten kann. Da haben wir den Kompromiss gefunden, der entscheidet selber. Aber es gibt halt sehr, sehr viele andere Sachen noch im Spiel, wo das eben nicht geht. Zum Beispiel das Kampfsystem. Man kann ja nicht das komplette Kampfsystem rausrupfen und irgendwie komplett ersetzen, indem man irgendwie nur so einen Button drückt und so. Und trotzdem haben wir genau das auch versucht, auch in der Konzeptphase, ja, zu sagen, okay, Kombofenster für die entsprechenden Klicks, die du machst mit der Maus und so. Wie groß sind die? Das heißt, wie groß ist das Zeitfenster, um es zu treffen, um die nächste Combo zu starten beim Schlagen oder so? Die kannst du beeinflussen, indem du einen Button drückst.
dann oder es komplett abschalten kannst. Oder du hast halt so Sachen wie viele Typen greifen dich an gleichzeitig. Oder du hast halt Geschichten wie Reichweiten, du hast Geschichten wie Zeugs. Diese Dinge kann man tatsächlich auch jetzt in unserem Spiel Elex an- und abschalten und ausprobieren für diejenigen, die sich da reinwuseln. Denn wir haben nach viel Diskussion tatsächlich sehr viele Dinge an- und abschaltbar gemacht oder veränderbar gemacht, sagen wir mal in diesem Fall. Und dann muss man natürlich eine Einstellung finden, bei der wir sagen, so ist es eigentlich gedacht. Das ist das, womit das Spiel anfängt, und wer das nicht mag, der müsste sich im Grunde genommen da reinfriemeln und gucken, was gefällt mir daran, was gefällt mir daran nicht. Kombos finde ich doof. Ich möchte jetzt ist mir zu schwer, wenn mich mehrere Gegner angreifen. Das mache ich mir alles anders. Aber viele Spieler, die machen das ja nicht. Die spielen und spielen es so, wie es gedacht ist. Und wenn es nicht funktioniert, geben sie vielleicht auch einfach auf und ruckeln sich jetzt nicht zwangsweise durch die Optionen. Da ist man schon ein bestimmter Spielertyp, um sowas dann zu machen. Oder denkt sich vorher schon, das möchte ich gerne ändern und gucken dann erstmal, was kann man eigentlich alles ändern, bevor sie sich das Spiel angucken. Ja, die Fraktion gibt's auch. Konzepte komplett wegschmeißen war das Thema aus der Community. Das heißt also, wenn man jetzt so einen Klumpatsch an Vision formuliert hat, man hat eine Planung gemacht, man hat jetzt Leute gefragt, ne? Man hat es dem Publisher vorgelegt, ja, okay, die finden es alle gut, sie wollen jetzt das Spiel haben, sie wollen das auch unterstützen, man hat seine Milestones, okay, so und so viel Stück Spiel ist bis dahin dann fertig, dann kriegt man die und die Kohle dafür und so weiter, und dann zu gucken, wie viel Mitspracherecht hat denn der Einzelne hier im Team. Also es ist auf jeden Fall so, dass bei Piranha Bytes sehr viele Leute Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt also, dass sie auch selber sagen, okay, ich gucke mal, was ich selber leisten kann und wünsche mir dieses oder jenes Feature und machen das dann tatsächlich auch möglich oder eben nicht. Ja? Sie sagen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Das heißt, sie haben sehr viel Mitspracherecht, selbstverständlich. Weil, wenn das Spiel Spaß macht bei der Produktion, ist unsere Erfahrung, dann macht das Spiel auch Spaß nachher, wenn man es spielt. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für uns. Das ist das Wichtigste überhaupt, der Spielspaß. Genau. So, ne? Das heißt, wenn wir uns untereinander einig sind und wir Spaß an dem haben, was wir da gerade produzieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute da draußen auch Spaß daran haben, sehr, sehr hoch. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wenn wir Features eingebaut haben, ein bisschen zähneknirschend, mach mal, dann merkt man das meistens dem Feature auch an. Aber wir gehen selten so weit, dass wir Konzepte wegschmeißen. Ja. Eigentlich gar nicht. Wir versuchen die weiterzuentwickeln, wir versuchen sie zu verbessern, wir gucken halt den Leuten zu, und heute hat man ja über Twitch und sonstige Kanäle Möglichkeit, Let's Plays auf YouTube oder so, den Leuten über die Schulter zu gucken, beim Zocken zuzugucken, um zu sehen, wo sie Probleme haben und wie sie mit dem einen oder dem anderen Feature klarkommen, um da wirklich zu beurteilen, ob die Konzepte, die man dann irgendwie angepasst hat, ob die funktionieren oder nicht. Und einige Sachen kann man dann auch irgendwie noch ändern, ne? Aber andere Sachen muss man halt sich aufspannen fürs nächste Projekt und muss halt gucken, dass man da wirklich, wenn man grobe Fehler gemacht hat, dann vielleicht doch die eine oder andere Sache einschlägt. So. Aber es gibt hier niemanden, der sagt, so, ich habe jetzt irgendwie die Idee, das Konzept war kacke, hat mir nicht gefallen, das schmeißen wir jetzt in den Müll. Das machen wir nicht. Richtig. So, Es gibt zwei Möglichkeiten, an denen wir extrem werden. Die eine Möglichkeit ist, es gibt etwas, das wir eigentlich sowieso machen wollten oder schon immer mal machen wollten und das wir per se im Team schon richtig fanden, und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu, dann werden wir extrem und machen das. Zum Beispiel, dadurch kam dieses Thema auch auf, der Sprung von mehr Linearität zu mehr offene Welt. Offene Welt wollten wir eigentlich machen, dann sind wir auch extrem geworden, haben gesagt, dann machen wir es aber richtig, wenn wir das schon machen. Und das Zweite ist, innerhalb des Tunings. Extrem zu werden macht Sinn, wenn man etwas testet. Also wenn man zum Beispiel Werte einstellt und die im Spiel antestet und merkt, das funktioniert nicht, dann macht man nicht nochmal irgendwie hier, mach mal nochmal 2-3 Punkte mehr, mach mal nochmal irgendwie 2-3 Punkte mehr, so kommt man nicht zum Ziel, sondern man macht dann irgendwie, mach mal 80% mehr, dann ist es hier ganz woanders als am Anfang. Und Also dann generell verdoppeln ist immer besser, gerade beim Tuning oder so, ne? Weil dann guckst du mal, wie die anderen Komponenten darauf dann auf einmal wirken, weil es nämlich sehr verzahnt ist, die ganze Genau, du machst es erstmal extrem, um zu gucken, wo du landest. Und dann hast du eine Referenz, an der du erkennen kannst, wo es hingehen soll. Und darum macht man das. Das macht in der Entwicklung mehr Sinn und bringt dich sehr viel schneller ans Ziel, als wenn du immer versuchst, so ein Stückchen dich anzunähern. Und das gilt für alles. Das gilt sowohl für
fürs Tuning, als auch für die Verteilung der Monster, wie viele Monster respawnen, welche Items wo liegen, welche NPCs in welcher Reihenfolge da kommen, wie das Pacing aussieht, das heißt, was in welcher Reihenfolge da kommt. Das ist alles immer irgendwie eine Frage der Verteilung, und dieses Spielspaß-Mojo oder so hängt da ganz, ganz, ganz eng dran, ja? Dass das Gameplay im Grunde genommen in einer gewissen Reihenfolge kommt, in einer gewissen Frequenz. Um sich das so vorzustellen, gehst du durch eine leere Welt, wo nichts ist, wo nichts liegt, wo du nichts machen kannst, dann ist das langweilig. Da kann die Welt noch so schön aussehen. Irgendwann denkt man sich, warum mache ich das hier eigentlich? Also muss man sich überlegen, in welchem Abstand passieren welche Dinge, ne? Und das lässt sich auch darauf münzen, wie zum Beispiel so ein Kampfsystem aussieht. Das heißt, gibt ja Leute, die sehr gerne die Button bashen, so, ne? Das heißt, wir nennen die immer die Triggerfinger. Ja? Das heißt, dass die im Grunde genommen nur auf die linke Maustaste hämmern, ja? Und dann erwarten, dass die den Gegner platt machen. Das kann man bei uns ja auch machen. Das funktioniert. Man ist aber besser in dem Spiel, wenn man guckt, wie die Kombofenster sind, dass man nur an einer gewissen Stelle drückt, gewissen Stelle wehrt oder verteidigt und so weiter. Das heißt, sich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen, hilft dir auf jeden Fall. Ja, es funktioniert bei Elex ja nicht mehr, sondern es funktioniert bei Risen 3. Das Triggerfinger? Okay. Ja, jetzt bist du platt, wenn du das machst. Das stimmt. Du kannst es trotzdem mit Triggerfinger spielen. Ja, Ja gut, wenn du dann... es funktioniert nicht mehr, ist falsch. Also es funktioniert schon, nur es bringt ja halt nichts. Es ist halt schwerer. Das haben wir uns ja auch natürlich eingeheimst dadurch, indem wir das Spiel schwerer gemacht haben. Und jemand, der mit dem Triggerfinger daherkommt, der hat's halt nicht so leicht. So meinst du das, Genau. ne? Ja, das ist ja auch richtig. Und wie viel davon wir dann einbauen, ist ja auch wieder so eine Sache. Genau, Ne? ja. Das heißt, es ist immer so eine Geschichte, was für ein Konzept steckt dahinter? Haben wir es jetzt benutzt oder haben wir es weggeschmissen komplett, das mit dem Triggerfinger? Ja, nein, es geht, aber es ist echt schwer. Das heißt, du musst dann schon irgendwie stundenlang spielen, bis du dann tatsächlich die erste Ratte platt bekommst oder so, ne? Und Werte hochfuckelst, Sachen sammelst und dann auch kaufst, die Rüstungen und so ein Zeug, bis du da tatsächlich irgendwo mal landest. Ne? Ja, wenn du das System benutzt und das Jetpack und unterschiedliche Sachen, die das Spiel dir anbietet, gut, ich weiß ja jetzt auch, wo was liegt, Ja. dann bist du natürlich wesentlich schneller unterwegs. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja, was diese Konzepte angeht. Also nochmal Fazit, wir schmeißen keine Konzepte einfach leichtfertig weg. Wir benutzen unsere Erfahrung, die wir sammeln durch die ganzen Spiele über die ganzen Jahre, und lassen sie einfließen in unserem Konzept. Da kommt noch der Publisher, der noch seine Meinung dazu hat. Dann kommt auf jeden Fall auch nochmal die Community. Auch schlussendlich gibt es ja auch noch der Trend an Spielmechanismen, der irgendwie, wir fangen an, ja, und in 3 Jahren kommen wir raus mit so einem Spiel. Da ändern sich einige Sachen, da müssen wir dann auch drauf reagieren können und so weiter. Ja, das ist ein Märchen, dass man einfach Konzepte wegschmeißt. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal mit dem nächsten Thema. Und ja, habt noch Spaß. Bis Tschüss. dann. Gut. Auf dieser. Ja. Mhm. Ready? Muss klatschen, ne? Nochmal. Hallo!